Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier auf dem Kanal Sonde die Waldfee. Mein Name ist Flo. Carsten ist heute wieder mit mir am Start hier auf einer von meinen Genehmigungen. Natürlich alles mit Erlaubnis auch der Archäologie. Die Funde werden alle eingemessen und verbleiben hier vor Ort, damit sie wissenschaftlich dann bearbeitet werden können. Ja, wir sind heute wieder hier auf einem Fäkalienfeld unterwegs. Ah, klingt spannend, ne? Wer hat denn hier hingeschissen, mein lieber Mann? Der Carsten wühlt gerne in Fäkalien, habe ich mir sagen lassen. Nein, also hier kommen schon Funde vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Also hier kann alles passieren letztendlich. Und ja, Grüße gehen nochmal an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de. Du kannst jetzt mal weiter moderieren, weil ich finde jetzt schon mal das erste Gold. Okay, da bin ich aber sehr gespannt, was der Flo heute da rauszaubert aus dem Boden. Aber ich will ja auch Gold. Moment mal, stopp, hier geblieben. Er Signal. Oh, es ist rund, glaube ich. Es ist die erste Münze. Und was für ein fetter Klopper. Auch sehr interessant. Ich glaube Hieronymus Napoleon, wenn ich mich nicht täusche. Aber kann ich jetzt so noch nichts drauf erkennen. Ich gehe mal kurz mit der Bürste rüber, dann gucken wir noch mal. Aber ich glaube, die muss erstmal gereinigt werden, wenn sie überhaupt noch Substanz hat. Ja, hier hinten kann man noch das H und das N für Hieronymus Napoleon so ein bisschen erahnen. Und vorne sieht man nur noch so ein ganz bisschen Schrift, die ist schon sehr verkrustet. Aber erste Münze. Schauen wir weiter. Ja, da haben wir die erste Münze hier auf dem Tisch. Es handelt sich dabei um eine 2-Pfennig-Scheidemünze. Das Jahr kann man leider nicht mehr erkennen, da sie wirklich sehr, sehr stark verkrustet ist. Hinten drauf sieht man noch den Herrscher Hieronymus Napoleon. Ja, Hieronymus Napoleon ist der oder war der kleine Bruder von Napoleon Bonaparte, also hier wieder ein Hinweis auf die Befreiungskriege, und war zu der Zeit König von Westfalen. Hat der Carsten quasi vielleicht von zu Hause mitgebracht, wenn man es so will. Und wir werfen mal, auch wenn sie nicht mehr schön erhalten ist, mal einen kleinen Blick auf die Münze. Wie gesagt, von vorne erkennt man meistens so gut wie kaum noch was. Also nur wenn das Licht also ein bisschen günstig drauf scheint, erkennt man eine 2 und auch Pfennigscheide so ein bisschen und die Münze schon nicht mehr so richtig. Wie gesagt, die Jahreszahl gar nicht mehr. Und hinten drauf erkennt man noch so leicht das große H und das N mit der Krone drüber für Hieronymus Napoleon. Ja, immerhin die erste Münze, der erste Fund, die erste Münze, und wir machen gleich weiter, ja, so ungefähr mit der gleichen Zeitstellung, also bleibt auf jeden Fall dran. (74er) Signal. Könnte vielleicht die nächste Münze sein. Okay, ist es draußen? Nee, ist keine Münze. Ist ein Stück Blei. Aber auch keine Plombe. Einfach nur ein Stück Blei. Ja, ganz oberflächliches 74er. Oh. Es ist auf jeden Fall rund. Es ist aber aus Blei. Sieht fast aus wie so ein kleines Bleigewicht, ehrlich gesagt. Schon merkwürdig. Bleiknopf würde ich sagen nein, weil es keine Öse irgendwie, auch keine Stelle, wo mal eine Befestigung dran gewesen sein kann.
Ja, messe ich auf jeden Fall mal für einen Archäologen ein, vielleicht hat der eine Idee. Und dann schauen wir weiter. 2 Meter weiter das nächste 70er Signal. Da haben wir es. Ah, da ist es. Aber es ist nur ein Winkelprofil. Super. Die Spannung steigt. Ja, wollen wir mal schauen, was wir hier haben. Ne? Ist auf jeden Fall eine Münze. Und die sieht echt doch schön aus. Gut erhalten auf jeden Fall. Flo weiß es spannend zu machen, muss ich schon sagen. Ja. Wow. Aber ist, glaube ich, gar nicht so alt, wie es aussah. Ne? Ist ein Pfennig vielleicht? Aber ich denke, so 16. Jahrhundert wird es auch schon sein. Ja, wir wischen da nicht weiter drüber, ne? Nee, ich hol mal eben die Aber schöne Patina, ne? Ich hol mal die Drahtbürste. Ja, hol mal die Flex. Ja, sehr schön. Schön, klasse, mega voll. Ja, bei der nächsten Münze dachte ich zuerst auf dem Feld, es könnte gut 16. Jahrhundert sein, sah von hinten fast so aus, aber nein, wir bewegen uns hier bei 1806. Es handelt sich um einen Pfennig, ich meine aus Sachsen. Und wir schauen uns die Münze auch mal einmal kurz zusammen an. Sie ist so leicht verbogen, aber man erkennt auf jeden Fall noch ein bisschen was drauf. Hinten dann auch nochmal das Wappen. Könnte auch in Zusammenhang vielleicht mit den Befreiungskriegen verloren gegangen sein auf diesem Feld. Also durchaus nicht ganz uninteressant. So, und jetzt schauen wir mal. Ja, der nächste Fund ist schon ein kleines bisschen älter. Der kommt jetzt. Wieder ein schönes 73er. Ach, so ein kleiner billiger Knopf nur. 77er. Blei oder Münze? Ja, ich glaube, es ist wieder Blei. Es ist tatsächlich wieder Blei. Werfe ich gleich Carsten an den Kopf. Wir haben den nächsten Fund, wie ihr seht. Richtig schön. Einen kleinen Schärf. Ich glaube, der ist auch noch ganz gut. Carsten hat auch gerade einen richtig gut erhaltenen Schärf von 1547 gefunden. Ich glaube 1547 war es oder 1549. 1547 meine ich. Ja, sehr schön. Hoffentlich kommt noch mehr. Ja, da haben wir den ersten Schärf für heute und der ist auch noch ganz okay erhalten, muss ich sagen. Man erkennt hier vorne noch richtig schön den Löwen. Wir schauen mal kurz drauf. Und auch hinten sieht man noch ein S für ein Schärf und daneben die Jahreszahl stehen, nämlich 1745, also schon mal auf jeden Fall ein kleines bisschen älter als die ersten beiden Münzen. Ja, und wir kommen jetzt zum nächsten Fund und der ist wieder um einiges älter. Ha, da haben wir doch gleich den nächsten Schärf. Ich meine, dass es diesmal ein hohlgeprägter sogar ist. Ja, sieht hohlgeprägt aus auf jeden Fall. Also müsste auch älter sein, meine ich, als 1555. Sehr schön. Der nächste Münzfund ist ein hohlgeprägter Schärf, also einseitig geprägt, wie ein Brakteat letztendlich. Und man erkennt hier noch richtig schön den Löwen drauf. So eine kleine Ecke fehlt hier leider von der Münze. Die ist wohl irgendwann mal rausgebrochen. Die sind halt auch immer sehr dünn.
Ich zeige jetzt nur mal die Vorderseite, weil die Hinterseite sieht letztendlich fast genauso aus, nur halt als negativ. Aber eine richtig tolle Münze, habe ich mich super drüber gefreut. Und ja, da kam auch gleich der nächste Fund. Der kommt jetzt. Das sieht mir hier nach dem nächsten Schärf aus. Ja. Nächste Münze. Sehr schön. Ja, so ein bisschen Struktur hat die noch. Ich glaube, es ist auch wieder eine einseitig geprägte. Sehr gut. Nächste Münze. Es geht verschärft weiter. Der nächste schärft wieder eine Hohlprägung. Diesmal nicht mehr ganz so gut erhalten. So leicht erkennt man den Löwen allerdings trotzdem auch noch. Wir schauen uns das zusammen noch mal einmal an. Also da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ist trotzdem noch eine schöne Münze. Und jetzt kommt eine Münze, die gibt mir so ein bisschen Rätsel auf. Ich habe sie bis jetzt noch nicht bestimmt. Da schauen wir jetzt mal zusammen. Hier haben wir die nächste Münze. Oh. Ich glaube, es ist was aus Lübeck. Aber ich kann noch nicht erkennen, was. Es ist auf jeden Fall eine Kupfermünze, würde ich sagen. Oder? Ne, ist doch, glaube ich, nicht Lübeck. Tja. Ich wünsche jetzt aber nicht weiter rüber. Ich meine, da war sogar was mit 6 zu lesen. Ja, das steht auf jeden Fall eine 6 drauf. Ja, nächste Münze. Ja, bei dieser Münze erkenne ich noch oben eine 6 und unten das Wort Münz. Dazwischen ist relativ viel Text. Ich kann es nicht genau entziffern, weil sie schon sehr, sehr platt ist wirklich. Ja, und hinten haben wir einen Adler drauf. Vielleicht kann das auch in die Richtung nach Russland, würde ich sagen, ist es nicht. Aber vielleicht hat jemand von euch eine Idee. Wir gucken da mal schnell zusammen rauf. Ein bisschen gebogen ist sie leider auch. Aber wirklich viel Substanz hat die Münze leider auch nicht mehr. So, schauen wir uns die Rückseite auch noch mal an. Den Adler erkennt man noch eigentlich ganz gut. Ja, an dieser Stelle auch nochmal herzliche Grüße an dich, Carsten. Es war wieder ein sehr, sehr schönes Wochenende mit dir. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, also gerne jederzeit wieder. Hier unten verlinke ich euch übrigens mal sein Video von diesem Suchtag. Also schaut da im Anschluss auch gerne nochmal rein und lasst ihm auf jeden Fall auch ein Like da. Und dann sei nochmal erwähnt, wir haben noch einen zweiten Suchtag gefilmt. Der wird wahrscheinlich als Video online kommen am 14.04. Also merkt euch den Termin auf jeden Fall vor, weil da konnte Carsten wirklich den richtigen Knallerfund machen. Und ja, an diesem Suchtag jetzt kamen natürlich nicht nur Münzen, sondern es kamen auch ein paar andere Funde. Ich habe jetzt nicht alles gefilmt. Ich zeige euch jetzt nur mal einen kleinen Ausschnitt, weil ansonsten wäre das Video wieder 30 Minuten lang oder länger geworden. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. So, da hat der Carsten noch gerade tatsächlich seine erste Silbermünze hier gefunden. Ich habe jetzt hier ein schönes 75er. Sehr konstant. Vielleicht habe ich ja auch Glück. Ja, liegt da in so einem Lehmklumpen, glaube ich. Nee. Ach, bei mir ist es natürlich wieder Blei. Scheiße. Ach, Mann. Ein 83er Signal oben drauf. Es ist eine Münze. Es sind,
ist ein Pfennig von 1868. Aber noch ganz schön erhalten. Sehr schön. Nächste Münze. Auch wieder ein schöner Fund, ein schöner Münzfund hier. Allerdings auch wieder recht neuzeitlich. Also ein Pfennig von 1868. Wenn man so will, 360, einen Taler. Aber noch in einem wirklich ganz guten Zustand. Wir schauen mal eben drauf. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Fund, den ich persönlich immer gerne mache, weil ich die Münze einfach an sich von der Machart doch recht schön finde. Hinten schauen wir auch noch mal kurz drauf. Ich drehe sie noch mal einmal um für euch. So, jetzt muss ich mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Ja, es geht ungefähr genauso weiter. Also bleibt dran. Das nächste 80er Signal, auch wieder sehr oberflächlich. Oh, ich sehe schon einen Rand. Die nächste Münze. Oh, 2 Reichspfennig, glaube ich. Oh, schöne grüne Patina. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Richtig schön. Ja, langsam wird das Coinpad voll hier. Spitze. Jetzt noch was Altes und was aus Silber. Das wäre toll. Ja, hier haben wir so einen richtigen Standardfund. 2 Pfennig aus dem Deutschen Kaiserreich von 1874. Eine richtig schöne grüne Patina. Ich habe mit der Münze jetzt nicht viel gemacht, außer sie zu konservieren. Also kam fast so aus dem Boden, muss man sagen. Und dafür ist sie noch richtig, richtig schön. Gucken wir hinten auch nochmal drauf auf den Reichsadler. Ja, und jetzt wird es schon spannender und jetzt wird es auf jeden Fall auch älter. Oh, ich habe hier wieder eine richtig schöne Kupfermünze gefunden. Ich glaube aus dem 16. Jahrhundert. Leider fehlt hier vorne so eine kleine Ecke. Aber eine richtig, richtig schöne Münze. Schon ganz schön verbeult und so leicht gefaltet. Wie gesagt, die Ecke fehlt. Aber das ist mal was Schönes Älteres auf jeden Fall. Bei dieser Münze dachte ich zuerst auf dem Feld, es handelt sich um eine Kupfermünze. Aber nein, ich hatte ein bisschen mehr Glück. Es ist tatsächlich eine Silbermünze. Leider, wie gesagt, wie ich das auf dem Feld schon gesehen habe, ein großes Stück rausgebrochen. Also wieder nur leider ein Münzfragment. Aber wir schauen mal auf die Münze drauf. Es sind 24 Einentaler von 1613, also schon bedeutend älter. Und ich musste da ganz schön viel von der Patina abnehmen, um überhaupt noch zu erkennen, um was es sich bei der Münze handelt. Ja, von daher ist sie natürlich wieder sehr, sehr blank geworden. Und wir schauen auch noch mal hinten drauf. Ich kann leider noch nicht sagen, was für ein Haus oder was für ein Prägeort es sich dabei handelt. Das Wappen konnte ich nämlich so bis jetzt leider noch nicht herausfinden. Aber auf jeden Fall eine Silbermünze, richtig top. Und ein Pfund habe ich noch für euch. So, hier kam jetzt noch mal eine richtig schöne kleine Schärfmünze. Mal gucken, aber ich glaube, ein bisschen was ist noch zu erkennen auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Nochmal ein Münzfund. Zum Abschluss haben wir hier auch nochmal einen kleinen Schärf wieder, der ungefähr so datiert wie der 3. Pfund, denke ich mal, auch so 1700 und etwas. Hinten kann man die Jahreszahl leider nicht mehr lesen, aber man erkennt auf jeden Fall das 1S noch ganz gut und das ist immer eigentlich ein Indiz dafür, dass es so um das 17. bis 18., frühe 18. Jahrhundert ist. Ja, man erkennt auf jeden Fall die Löwen noch so leicht und wie gesagt, hinten, drehen wir nochmal um, hinten ein S für einen Schärf. Ja, meine Lieben, ich danke euch fürs Zusehen. Ich danke auch dir, Carsten, dass du wieder hier warst. Hat wieder eine Menge Spaß gemacht, finde ich. Awesome. Es war eine Ecke, die war sehr bleilastig, aber der Rest, also da vorne ging es wieder richtig ab. Ne? Toll. Wo ich gesagt habe, ne? So die Hotspots, da ist man immer sich auf der sicheren Seite auch mal eine Münze zu finden. Du kennst dich halt eben aus. Ja, so ist das, wenn man die Flächen halt so schon jahrelang besondelt, sage ich jetzt mal. Ne? Dann, dann weiß man, wo halt so die Ecken sind, wo nur Schrott kommt oder wo die Ecken sind, wo halt dann vielleicht auch mal eine Münze finden kann. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Ansehen. Lasst einen Daumen
für diese Folge da. Natürlich Und ein Abo. auch beim Carsten. Und ein Abo beim Flo. Natürlich auch beim Carsten unter dem Video einen Daumen da lassen und gerne kommentieren, ganz viel kommentieren. Ja, ich verlinke euch nochmal 2 weitere Videos. Schaut da gerne rein, wenn ihr sie noch nicht kennt. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.